Salut zusammen, ich bin der Bünzli und das ist Bünzli Breaking, die Show, wo ich euch erzähle, was mir diese Woche total Nuki-Abteilung im H&M vorgestellt hat. Und diese Woche reden wir über den Brand in Grand Montana oder mehr halt über die Einmischung von ausländischen Behörden in die Ermittlungen. Und wir reden darüber, wie das Freimaurerzentrum abbrennt ist. Wir steigen wöchentlich in das Güllenloch von Schweizer Medienlandschaft und Nachrichten ab. Und wenn dir das Video was bringt und du auch ein bisschen besser informiert sein, wäre nice, wenn du uns auch noch ein Abo da lässt, Kommentar vielleicht auch, Daumen auf oder runter, spielt eigentlich nicht so eine Rolle. Feedback ist wichtiger als irgendein Algorithmus-Push. Ja, soweit fangen wir an. Jürgi, ich glaube dort irgendwo ist die Ordner mit dem Intro, mach mal. Am Neujahrsmorgen 2026 ereignete sich in der Westschweiz eine Katastrophe, die das Verhältnis zwischen der Schweiz und Italien belastet und die Sicherheitskultur in Schweizer Ferienorte in Frage stellt. Während einer Party im Tanzkeller der Bar Le Constellation in Grand Montana entzündeten auf Champagnerflaschen montierte Fontänen die Deckenverkleidung aus Schaumstoff. Innerhalb von Minuten stand der Raum in Flammen. Der Rauch und die Hitzewelle verhinderte die Flucht vieler Gäste, sodass 40 Menschen starben und 116 weitere verletzt wurden. Am 1. Februar 2026 starb ein 18-jähriger Mann an seinen Verletzungen, sodass die Opferzahl inzwischen 41 beträgt. Ja, also da immer nur kurz Tragödie mal zusammengefasst, dass wir alle auf dem gleichen Stand sind, bevor wir jetzt mal anfangen über Verantwortung, Ermittlungen und Versäumnis zu reden. Die Ermittler gehen davon aus, dass das Feuer durch Pyrotechnik ausgelöst wurde. Gäste hielten Champagnerflaschen mit funkensprühenden Fontänen zu nah an die niedrige Kellerdecke, die mit schallisolierendem Schaumstoff verkleidet war. Dieser fing Feuer und sorgte in kurzer Zeit für einen Flashover. Fraglich ist jetzt, ob ausreichend Feuerlöscher vorhanden waren und ob die engen Treppenaufgänge als Fluchtwege taugten. Kurzer Spoiler. Laut Aussagen von Überlebenden sind weder genug Feuerlöscher vorhanden gewesen, noch haben sich die Stege als Fluchtweg geeignet. Mehrere Berichte offenbaren, dass die Bar schon vor der Katastrophe beanstandet wurde. Bereits 2018 ordneten Walliser Behörden an, dass der Betreiber die Personenzahl begrenzen, tragbare Feuerlöscher bereitstellen und einen Evakuierungsplan erstellen müsse. Die Gemeinde in Grand Montana ließ die Bar jedoch nach 2019 nicht mehr inspizieren. Der damalige Brandschutzverantwortliche hatte zudem die Pflicht, jährlich einen Kontrollbericht an den Kanton zu schicken. Weil dieser Bericht ausblieb, hätte der Kanton handeln müssen, tat es aber nicht. Also, ich hasse mich jetzt auch ein bisschen dafür, aber doch immer wieder der eine Satz aus dem Ukraine-Sinn. Der Kursleiter hat damals immer gesagt, Unfälle passieren nicht, sie werden verursacht. Und genau das sieht man da. Nicht plötzlich, nicht überraschend, sondern über Jahre hinweg. Vor etwa 6 Jahren ist der Unfall vorbereitet worden. Durch Wegschauen, nicht kontrollieren und das Ignorieren von klaren Auflagen. Ich meine, ich habe selber eine Zeit lang in Nachtclubs gearbeitet. Was ich dort zum Teil gesehen habe, ist jenseits von Gut und Böse gewesen. Klar, man kann nie jedes Risiko ausschliessen. Menschen machen Fehler, Technik versagt, Sachen laufen schief. Das ist ein zumutbares Rechtsrisiko, mit dem man lebt. Aber genau darum gibt es Vorschriften. Nicht aus Spass, nicht aus Bürokratielust, sondern weil sie die letzte Barriere zwischen einem Fehler und einer Katastrophe sind. Und wenn diese Barrieren über Jahre nicht kontrolliert werden, nicht eingefordert werden, nicht durchgesetzt werden, dann ist es kein Pech mehr, dann ist es Verantwortungslosigkeit. Im Nachhinein stellte sich auch heraus, dass einige Opfer nicht obduziert wurden. Ein Walliser Staatsanwalt erklärte, man habe aus Respekt vor den Familien darauf verzichtet. Rechtsexperten kritisieren das, denn nur eine Autopsie zeigt, ob Menschen an Rauch, Hitze oder Quetschungen gestorben sind. Diese Information ist wichtig für die Schuldfrage. Italienische Behörden bestätigen, dass bei keinem ihrer 6 Verstorbenen eine Obduktion durchgeführt wurde. Ein Fakt, der das Misstrauen gegenüber der Walliser Ermittlungsarbeit verstärkte. Die Opfer sind tot. Sie werden von deren Autopsie nichts mehr mitbekommen. Und Respekt gegenüber der Angehörigen bedeutet in meinen Augen alles zu tun, um Ursachen und Verantwortung zu klären. Gerade dann, wenn das Wissen helfen kann, andere Familien vor ähnlichen Schicksalsschlägen zu bewahren.
Die beiden Betreiber, das französische Paar Jacques und Jessica Moretti, wurden wegen fahrlässiger Tötung, fahrlässiger Körperverletzung und fahrlässiger Brandstiftung strafrechtlich verfolgt. Nach ihrer Verhaftung am 9. Januar wurde Jacques Moretti am 23. Januar unter strengen Auflagen gegen eine Kaution von 200.000 Franken freigelassen. Also Voraussetzung für die Entlassung war, dass er seine Ausweise abgibt, täglich bei der Polizei erscheint und die Schweiz nicht verlässt. Jessica Moretti ist zunächst auf freiem Fuß geblieben, da sie noch eine kleine Tochter betreut. Ihre Befragung ist auf Mitte Februar angesetzt. Die Kautionsentscheidung löste heftige Reaktionen aus. Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni sprach von einer skandalösen Entscheidung, da der Barbesitzer wieder frei sei, während Angehörige noch um ihre Kinder trauern. Auch Matteo Salvini warf den Schweizer Behörden vor, die Justiz lasse sich kaufen. Schweizer Politiker hielten dem entgegen, dass in der Schweiz die Unschuldsvermutung gilt und die Strafjustiz unabhängig von der Politik arbeitet. Der Moretti ist vor rund 30 Jahren wegen Förderung von Prostitution verurteilt worden. Die Strafe hat er abgesessen und sie ist juristisch nicht mehr relevant. Trotzdem wird die Vorgeschichte in der aktuellen Berichterstattung breit ausgeschlachtet. Dass bei solchen Vorstrafen so ein Geschmäckle mitschwingt, ist nachvollziehbar. Aber das ändert nichts daran, dass in dem Verfahren die Unschuldsvermutung gilt und die Kautionsauflagen auch außergewöhnlich streng sind. Es entsteht der Eindruck, dass das internationale Fingerzeigen weniger für die Aufklärung ist, als mehr für die politische Profilierung. Der öffentliche Druck mag verständlich sein, hilft aber den Ermittlungen kaum. Im Gegenteil, er droht sie zu überlagern. Zunächst richtete sich das Verfahren gegen die Eigentümer, doch am 29. Januar gab der Walliser Staatsanwalt bekannt, dass auch lokale Amtsträger untersucht werden. Der Leiter der kommunalen Sicherheit und ein ehemaliger Brandschutzinspektor werden am 6. und 9. Februar als Beschuldigte vernommen. Dokumente aus der Staatsanwaltschaft deuten darauf hin, dass frühere und heutige Gemeinderäte für Sicherheitsversäumnisse zur Verantwortung gezogen werden könnten. Auch Medienberichte bestätigen, dass ein ehemaliger Sicherheitsverantwortlicher als dritter Beschuldigter gilt. Parallel laufen Zivilverfahren. Bis Ende Januar meldeten sich rund 130 Privatkläger, vertreten von über 50 Anwälten. Die Walliser Staatsanwaltschaft lehnte es jedoch ab, einen externen Sonderermittler zu ernennen und verstärkte stattdessen das bestehende Team. Vor dem Hintergrund von früheren Affären rund um Walliser Behörden wirkt der Verzicht auf einen externen Sonderermittler mehr als nur unglücklich. Auch ohne neue Vorwürfe bleibt so ein schaler Beigeschmack, wenn staatliche Stellen ihre eigenen Versäumnisse intern untersuchen. Solche Muster kennt man, wenn die Polizei Fehlverhalten von der Polizei untersucht und am Ende dann natürlich kein Fehlverhalten von der Polizei feststellt. Oder wenn einem Kanton Millionenbeträge an Steuern fehlen und die nicht eingetrieben werden, sondern Akten manipuliert werden oder verschwinden. Über das haben wir bereits berichtet im Zusammenhang mit der Steueraffäre um die Valerie Dittli. Bei der Grand Montana-Katastrophe hat sich sehr schnell ein sogenannter Flashover entwickelt. Ein Brandphänomen, das bei Feuer in geschlossenen Räumen auftritt, wenn sich heißer Rauch und heißes Gas unter der Decke sammeln. Sobald diese Gase eine kritische Temperatur erreichen, entzünden sie sich quasi gleichzeitig überall im Raum. Nicht nur dort, wo das Feuer begonnen hat. Dadurch entstehen extrem hohe Temperaturen, oft über 500 Grad Celsius, und eine explosionsähnliche Zündung der brennbaren Gase und Materialien. Diese Phase kann von Beobachtern wie mehrere Explosionen wahrgenommen werden, weil die Energie dann sehr schnell freigesetzt wird. Das technische Nuance. Der Flashover ist nicht das gleiche wie eine klassische Explosion im physikalischen Sinn, sondern eine schnelle Durchzündung von allen verfügbaren brennbaren Oberflächen und Gas, die im Raum entstanden sind. In der Ermittlungsbericht wird auch darauf hingewiesen, dass der Begriff Explosion oft von Zeugen verwendet worden ist, bevor Brandexperten das Geschehen fachlich klar einordnen können. 6 der 41 Toten waren italienische Staatsbürger, weshalb sich Italien in den Fall einschaltete. Rom warf den Walliser Behörden vor, zu langsam zu ermitteln, die Betroffenen nicht ausreichend zu informieren und wichtige Beweise wie Autopsien zu unterlassen. Italiens Botschafter Gian Lorenzo Cornado kritisierte, dass bei keinem der italienischen Opfer eine Obduktion stattgefunden habe.
Er betonte, dass die Todesursache, Rauch, Hitze oder Zerstampfung für die juristische Aufbereitung entscheidend sei. Er bemängelte außerdem, dass die Gemeinde den Familien beim offiziellen Medienauftritt keine Entschuldigung entbot. Nach der Freilassung von Jacques Moretti rief Italien seinen Botschafter zu Beratungen nach Rom zurück und stellte seine Rückkehr unter die Bedingung einer gemeinsamen Ermittlergruppe. Premierministerin Giorgia Meloni verlangte wirksame rechtliche Zusammenarbeit und drohte, Italien werde sonst auf internationaler Ebene Druck machen. Ja, einen Botschafter zurückzurufen ist eine der schärfsten diplomatischen Maßnahmen unterhalb von einem offenen Konflikt. Italien macht damit unmissverständlich klar, dass es das Vertrauen in den bisherigen Verlauf der Ermittlungen verloren hat. Gleichzeitig ist der Schritt ein Scheißmove. Er erhöht den politischen Druck, hilft aber weder den Ermittlungen noch der Aufklärung. Statt Klarheit zu schaffen, verschiebt es den Fokus von Fakten und Verantwortung hin zu Symbolik und Machtfragen. Am Schluss profitieren davon weder die Angehörigen noch die Wahrheitsfindung, sondern höchstens die, die aus Eskalation politisches Kapital schlagen wollen. Italien möchte ein gemeinsames Ermittlerteam und direkt in die Ermittlungen eingebunden werden und die Möglichkeit haben, eigene Ermittler vor Ort einzusetzen. Yo. Hakuna your Tatas. Ermittlungen lassen sich nicht beschleunigen, indem man immer mehr Akteure an den Tisch zieht. Wenn ein Schreiner 1 Minute braucht, zum einen Balken durchzusägen, dann brauchen 100 Schreiner nicht 1 Sekunde für einen Balken, sondern zuerst mal eine halbe Stunde, bis überhaupt Platz für die Leiter geschaffen worden ist. Rom fordert schnellere Ermittlungen und Transparenz und dazu regelmäßige Informationen über den Stand des Verfahrens sowie Zugang zu sämtlichen Beweismitteln. Kennt ihr die Hinterserie? Winnie the Wow. Ermittlungen folgen der Realität, nicht am Tempo von politischen Erwartungen. Italien will wissen, wer die hohe Kautionssumme bezahlt hat. Gemäß Medienangaben soll ein Freund aus Dubai für Jacques Moretti gebürgt haben. Was da irritiert, ist weniger, wer die Kaution gezahlt hat, sondern dass überhaupt eine Kaution angenommen worden ist. Im Schweizer Kontext ist das kein Standard und drum irgendwie erklärungsbedürftig. Gleichzeitig muss man festhalten, der Moretti darf die Schweiz nicht verlassen, muss sich täglich bei der Polizei melden und sämtliche Ausweisdokumente sind eingezogen. Die Auflagen sind also hart. Die Frage ist nicht, ob kontrolliert wird, sondern auch, wieso man sich trotzdem für eine Kaution entschieden hat. Schweizer Politiker reagierten verärgert. Der FDP-Ständerat Andrea Caroni bezeichnete es als inakzeptabel, dass ein ausländischer Staat den Walliser Ermittlern vorschreibt, wie sie zu arbeiten haben. In der Sendung Arena erklärte Bundespräsident Guy Parmelin, er verstehe die Wut der Angehörigen, verwies aber auf die unterschiedlichen Rechtssysteme. Die Schweiz sei föderalistisch organisiert und die Strafrechtspflege liege bei den Kantonen. Und die Bundespolitik dürfte nicht in laufende Verfahren eingreifen. Parmelin betonte, es gebe keinen Grund am Prinzip der Gewaltenteilung zu rütteln. Es gibt Forderungen, den Fall einem außerordentlichen Staatsanwalt zu übergeben. Die Walliser Staatsanwaltschaft lehnt dies ab, weil keine gesetzlichen Gründe vorliegen. Das Verfahren werde bereits von 4 Staatsanwälten geführt, über 130 Kläger und 50 Rechtsanwälte seien beteiligt und man habe das Team intern verstärkt. Schweizer Recht verankert zudem das Verbot der Doppelbestrafung. Ein Beschuldigter kann nicht zweimal für die gleiche Tat verurteilt werden. Italienische Ermittlungen dürfen deshalb nur in Zusammenarbeit mit der Schweiz erfolgen. Ja, 1 Monat nach der Katastrophe stehen viele Fragen offen. Die Ermittler müssen klären, welche baulichen Mängel und sicherheitsrechtliche Versäumnisse zum schnellen Brandverlauf geführt haben. Ob die Fluchtwege ausreichend sind und wieso die vorgeschriebenen Jahreskontrollen seit 2019 ausgeblieben sind. Auch der Verbleib von einem zweiten Notausgang ist umstritten. Bericht deutet darauf hin, dass eine Servicetür verriegelt war. Die juristische Aufarbeitung wird sich über Monate oder Jahre hinziehen. Italienische und französische Angehörige fordern Entschädigungen und drängen auf eine europäische Dimension vom Verfahren. Die Schweizer Behörden stehen unter Druck, lückenlos aufzuklären und zu zeigen, dass Kanton und Gemeinde aus dem Unglück lernen. Die Katastrophe von Grand Montana wirft ein Schlaglicht auf die Sicherheitsstandards von Veranstaltungsorten, den Umgang mit Pyrotechnik und Kontrolle durch Gemeinden.
Es stellt gleichzeitig eine Bewährungsprobe für die grenzüberschreitende Rechtshilfe dar. Nur durch transparente Ermittlungen und eine enge Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Ländern lässt sich das Vertrauen der Opfer und ihren Familien wiederherstellen. Ende Januar 2026 erlebte Zürich innerhalb weniger Tage gleich 2 große Brände. In der Nacht auf den 26. Januar ging im Herzen der Altstadt ein historisches Gebäude am Lindenhof Lichterloh in Flammen auf. Nur wenige Tage später brannte an der Forchstraße im Kreis 8 der Dachstock eines Mehrfamilienhauses aus. In einer Stadt, in der derartige Großereignisse selten sind, löste die Häufung von Feuern Besorgnis und Spekulation aus. Zur Einordnung: Beim Gebäude am Lindenhof handelt es sich um den Sitz der Freimaurerloge Modestia cum Libertate, wo dort seit Jahren auch als öffentlich zugängliches Kultur- und Veranstaltungszentrum genutzt wird. In den frühen Morgenstunden des 26. Januar 2026 bemerkten Anwohnende am südlichen Ende des Lindenhofs Rauch. Wenig später stand der Dachstock des Hauses Lindenhof 4, einem historischen Altstadthaus, im Vollbrand. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei trafen kurz nach 1 Uhr ein. Dank eines großen Aufgebots konnte ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäude verhindert werden, doch das Dach wurde komplett zerstört. Freimaurerzentrum in Brand. Natürlich bedeutet das nichts, aber rein hypothetisch wäre so ein nächtlicher Dachstockbrand in der Zürcher Altstadt eine erstaunlich saubere Methode, um einen diskreten Diebstahl zu kaschieren. Willkommen beim Giacometti Code. Da das Gebäude einsturzgefährdet war, mussten die Einsatzkräfte den Löschangriff von außen durchführen. Der Einsatz dauerte bis in den Montagabend. Währenddessen wurde das Gebäude mit Autodrehleitern und Kran gesichert. Verletzt wurde niemand. Bewohner der Nachbarhäuser konnten am Montagmorgen zurückkehren. Der Sachschaden wird von der Stadtpolizei auf mehrere 100.000 Franken geschätzt. Aha, Einsturz gefährdet. Wenn man wollte Spuren verwischen, wäre das Gebäude, wo man nur noch von außen sichern und teilweise abtragen kann, natürlich ausgesprochen praktisch. Bevor jetzt irgendjemand etwas sagt. Klar sind das die Illuminaten gewesen, wer denn sonst? Bereits kurz nach dem Großbrand deuteten die bisherigen Ermittlungen auf Brandstiftung hin. Die Staatsanwaltschaft eröffnete ein Strafverfahren gegen Unbekannt, weil ein absichtlich gelegtes Feuer nicht ausgeschlossen wird. Die Arbeit der Brandexperten wird durch die Einsturzgefahr erschwert. Ein Statiker muss das Gebäude freigeben, bevor die Spurensicherung beginnen kann. Interessant ist, dass am Rand des Brandobjekts auch ein Einbruch festgestellt wurde. In einem vom Feuer verschonten Teil des Hauses sind mehrere antike Gehstöcke aus einer Glasvitrine verschwunden. Ob diese Tat mit dem Brand in Zusammenhang steht, wird untersucht. Raoul Würgler, der Stuhlmeister der Loge, bestätigte den Diebstahl und erklärte, dass die Gehstöcke vor allem einen ideellen Wert hätten. Die Freimaurer stehen laut Würgler im engen Kontakt mit den Behörden, um die Ursache zu klären. Antike Gehstöcke? Natürlich haben die nur einen ideellen Wert. Ich meine, schau mal da. Gehstöcke sind ja auch bekannt dafür, keinerlei Hohlräume zu haben und nie als Träger von Schlüssel, Karten oder anderen diskreten Informationen zu dienen. Dass der Einbruch ausgerechnet ein vom Feuer verschonte Gebäudeteil betrifft, während der Rest einsturzgefährdet ist und auf einen Statiker wartet, ist sicher Zufall. Der Giacometti Code bleibt auf jeden Fall. Das zerstörte Haus ist kein gewöhnliches Wohnhaus. Es gehört der Zürcher Freimaurerloge Modestia cum Libertate und dient ihr seit 1853 als Versammlungsort. Mit über 120 Mitgliedern ist sie die älteste und größte Loge der Stadt. Einige ihrer Mitglieder spielten während der Gründungszeit des Schweizer Bundesstaats eine wichtige Rolle in Politik und Gesellschaft. Neben Logenräumen beherbergte das Gebäude auch Kunstwerke, die vermutlich verbrannt sind. Dass ausgerechnet dieses traditionsreiche Haus zum Ziel eines Brandanschlags wurde, hat daher hohe symbolische Bedeutung. Es schmückt.
eindeutig nach Illuminati. Erzfeind, Konkurrenzorganisation, alte Rechnungen, irgendetwas in die Richtung. Aber wenn man schon ein traditionsreiches Logenhaus mit politischer Geschichte, Kunstwerk und Symbolik anzündet, dann sicher nicht zufällig. Das fühlt sich weniger nach Vandalismus an und mehr nach einem klassischen Machtzeichen aus dem Handbuch von geheimen Orden. Die Freimaurerei versteht sich als brüderlicher Bund, der seit dem 18. Jahrhundert existiert. Sie entstand aus Zusammenschlüssen von Steinmetzen und aufgeklärten Denkern. Die erste Großloge wurde 1717 in London gegründet. In der Schweiz entstand die erste Loge 1736 in Genf. 1844 gründeten die Schweizer Freimaurer die Großloge Alpina, die heute als Dachverband rund 3500 Mitglieder in 85 Logen vereint. Parallel existieren Frauenlogen und gemischte Logen. Die Loge Modestia cum Libertate, die das abgebrannte Haus besitzt, wurde 1771 gegründet und nutzt den Lindenhof seit 1853. Mit mehr als 120 Mitgliedern ist sie die größte Loge der Stadt und eine der ältesten der Schweiz. Heute gibt es in Zürich mehrere Logen mit insgesamt rund 500 Mitgliedern. Die Zürcher Logen organisieren auch öffentliche Veranstaltungen und unterstützen soziale Projekte. Seit dem 18. Jahrhundert organisiert. Europaweit vernetzt. Klare Hierarchie, Ritual und Symbol. Dachverband. Alles fein säuberlich dokumentiert. Man muss den Freimaurer lassen. Für einen geheimen Machtapparat sind sie erstaunlich transparent. Was die Sache nur verdächtiger macht. Weil jede gute Schattenorganisation braucht schließlich einen offiziellen Verein drüber. Damit niemand auf die Idee kommt, dass da drunter es ganz anders läuft. Freimaurerlogen treffen sich regelmäßig zu Vorträgen, Diskussionen und rituellen Arbeiten. Im Zentrum stehen die ethische und persönliche Weiterentwicklung der Mitglieder. Die Werte Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Toleranz und Humanität gehen auf das Gedankengut der Aufklärung zurück. Aufnahme erfolgt stufenweise über die Grade Lehrling, Geselle und Meister. Dabei werden traditionelle Symbole wie Winkelmaß und Zirkel verwendet. Über Details der Rituale bewahren die Logen Stillschweigen, weshalb die Freimaurerei oft als Geheimbund dargestellt wird. Die Logen selbst betonen jedoch, dass ihre Ziele offen humanitär seien und lediglich interne Abläufe vertraulich behandelt werden. Pentagramm aus G-Stöck natürlich, am besten exakt ausgerichtet vor dem Grossmünster zur Sommersonnenwende, wenn der Schatten vom Karlsturm. Der letzte Winkel schließt Winkelmaß, Zirkel, G-Stock. Die Symbolik schreibt sich ja wirklich wie von alleine. Dass über Ritual geschwiegen wird, ist dabei nur konsequent. Würde ja sonst jeder erfahren, wie man mit der richtigen Ahnung und ein bisschen Sonnenlicht die geheime Pforten öffnet. Und das wäre dann wirklich unpraktisch. Aber es scheint, als hätten die Illuminati das herausgefunden. Die eigentliche Frage ist nur noch, wer hat es ihnen verraten? Bünzli Breaking ist dran. Interessierte müssen die Loge von sich aus kontaktieren. Zugelassen ist traditionell der freie Mann von gutem Ruf. Bewerber müssen volljährig, unabhängig und ungescholten sein. Ein bestimmtes religiöses Bekenntnis ist nicht erforderlich. Nach Gesprächen und Empfehlungen entscheidet eine geheime Abstimmung über die Aufnahme. Die Freimaurerei wirbt nicht aktiv um Mitglieder, sondern erwartet Eigeninitiative. Dieses Verfahren trägt neben den symbolträchtigen Ritualen zur mysteriösen Aura der Freimaurer bei. Tja, im Gegensatz zu den Illuminaten natürlich, wo offenbar rekrutieren, was entweder genug Hollywood-Schauspieler oder moralisch bereits vollständig verdorben worden ist. Dort zählt weniger der gute Ruf als vielmehr Reichweite, Skandalpotenzial und die Fähigkeit, in Interviews sehr, sehr ernst einfach über gar nichts zu reden. Oh, und selbstverständlich die offene Tür, die sie haben für den Reptiloidenabschaum. Nur 5 Tage nach dem Lindenhofbrand rückten Feuerwehr und Rettungsdienste erneut in großer Zahl aus. Am Abend des 31. Januar meldeten Anwohnende kurz vor 18 Uhr Flammen aus dem Dach eines Mehrfamilienhauses an der Forchstraße im Kreis 8. Als die Berufs- und Milizfeuerwehr eintraf, stand der Dachstock in Vollbrand.
Das Gebäude war wegen Umbauarbeiten leer. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich keine Menschen darin, deshalb wurde niemand verletzt. Um an den Brandherd zu gelangen, öffneten die Einsatzkräfte das Dach und setzten einen Greifer ein, um Teile des Dachs und des Dämmmaterials abzutragen. Eine Antenne auf dem Dach erschwerte die Arbeiten. Der Einsatz dauerte bis in den Abend. Parallel überwachte eine Einsatzdrohne das Projekt. Der öffentliche Verkehr auf der Forchstraße musste zeitweise unterbrochen werden. Ein leerstehendes Gebäude, mitten in Zürich. Ah, come on. Das ist natürlich kein Umbau, sondern ein temporär evakuiertes Illuminati-Hauptquartier. Vermutlich wegen interner reptiloiden Hütung oder einer dringend nötigen Servermigration ihres Untergrundnetz. Aug um Aug, 5 Tage nach dem Lindenhof folgt da offensichtlich der freimaurerische Vergeltungsschlag. Ein gezielter Angriff aufs Ersatzquartier, um die gestohlenen Gehstöcke zurückzuholen, bevor sie bei der nächsten Sommersonnenwende falsch kalibriert werden. Der Einsatz von Greifer, Drohnen und Dachöffnung spricht dabei klar für eine ritualisierte Rückholoperation. Ob die Mission erfolgreich war, wissen wir nicht. Aber dass der örtliche Verkehr unterbrochen worden ist, deutet darauf hin, dass etwas von strategischer Bedeutung bewegt worden ist. Neben der Berufs- und Milizfeuerwehr waren der Rettungsdienst von Schutz und Rettung Zürich mit 2 Rettungswagen, der Notarzt, der Piquet-Offizier sowie mehrere Patrouillen der Stadtpolizei im Einsatz. Auch ein Inspektor der kantonalen Gebäudeversicherung wurde hinzugezogen. Dank des raschen und koordinierten Vorgehens blieb der Schaden auf das Dach begrenzt. So weitergeht, kriege ich wieder einen Schaden. Ja, Feuerwehr- und Rettungsdienst arbeitet wie gewohnt hochprofessionell und verhindert Schlimmeres. Die Polizei hat routiniert einfach schnell ein Viertel von einem Brand gemeldet, weil man weiß ja nie, welche Fraktion am Schluss zuständig war. Die Brandursache ist bis heute ungeklärt. Spezialistinnen und Spezialisten der Stadt- und Kantonspolizei Zürich haben Ermittlungen aufgenommen. Laut der Mitteilung von Schutz und Rettung Zürich war das Feuer im Dachbereich ausgebrochen. Weil sich das Gebäude im Umbau befand, gab es keine Bewohner und es gab keine Verletzten. Der Sachschaden dürfte beträchtlich sein. Anders als beim Lindenhofbrand gibt es derzeit keine öffentlichen Hinweise auf Brandstiftung. Die Ermittlungen prüfen noch alle Möglichkeiten. Ja, Freimaurer sind offensichtlich smarter als die Illuminaten. Brandstiftungsverdacht, keine Spuren, kein Hinweis, einfach ein Feuer, das zufällig ausbricht. Zufällig niemand trifft. Und alles offen lässt. Wenn etwas nicht untersucht werden soll, dann untersucht man am besten alles gleichzeitig. Oder anders gesagt, entweder da ist jemand extrem professionell oder extrem gut vernetzt. Die zeitliche Nähe der 2 Großbrände im Stadtgebiet lässt viele Bürgerinnen und Bürger an eine mögliche Verbindung denken. Tatsächlich handelt es sich jedoch um 2 unterschiedliche Liegenschaften mit unterschiedlichen Rahmenbedingungen. Beim Brand am Lindenhof deuten erste Erkenntnisse der Ermittler auf Brandstiftung hin. Das kantonale Untersuchungsverfahren wurde entsprechend wegen vorsätzlicher Brandlegung eröffnet. Zudem gibt es Hinweise auf einen Einbruch und den Diebstahl einer Stocksammlung. Stöcke, wo zumindest nach unseren Recherchen zwingend benötigt werden, um den Giacometti-Code überhaupt zu aktivieren. Ohne korrekt kalibrierte Gehstockanordnung bleibt bekanntlich jede Keimkammer geschlossen. Zufall? Ich glaube nicht. Beim Dachstockbrand im Kreis 8 hingegen lag das Gebäude aufgrund von Umbauarbeiten leer. Die Brandursache ist noch unklar und wird von Spezialisten untersucht. Es gibt bisher keine öffentlichen Indizien für eine vorsätzliche Tat. Vieles deutet darauf hin, dass es sich um ein isoliertes Ereignis handelt, das möglicherweise mit Bauarbeiten oder technischen Defekten zusammenhängt. Oder es ist es bewusst dargebracht für Opfer für den Gehstockgott. Leerstehendes Gebäude, Dachbereich, keine Verletzte. Das sind keine Zufälle, das ist liturgische Präzision. Bauarbeiten und technische Defekte dienen da offensichtlich nur als rituelle Tarnformeln für Außenstehende. Ein Blick in die jüngere Vergangenheit zeigt zudem, dass Dachstockbrände in Zürich zwar selten, aber nicht unbekannt sind. So musste die Feuerwehr im Juni 2025 im Kreis 2 einen Vollbrand im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses bekämpfen. Auch dort waren die Nachlöscharbeiten aufwendig und die Ursache zunächst unklar.
Solche Ereignisse zeigen, dass Bauarbeiten und ältere Gebäude ein erhöhtes Brandrisiko darstellen und dass nicht jede Häufung automatisch eine Serie von Straftaten bedeutet. Also, im Juni 2025 ist es eindeutig um den Heiligen Gral vom HR Giger gegangen. Wir haben nicht berichtet, weil für Menge Wahrheiten ist die Welt einfach noch nicht parat. Die 2 Grossbrände Ende Januar 2026 haben Zürich aufgestreckt. Der Brand am Lindenhof hat ein bedeutendes historisches Gebäude zerstört und hat die traditionsreiche Freimaurerloge Modestia cum Libertate ins Rampenlicht gerückt. Für die Freimaurer steht neben dem materiellen Verlust vor allem die symbolische Bedeutung im Vordergrund. Die haben angekündigt, ihr Vereinslokal möglichst originalgetreu wieder aufzubauen. Ermittlungen wegen Brandstiftung laufen und das Gebäude darf erst nach der Freigabe von Statikern wieder betreten werden. Und der Dachstockbrand im Kreis 8 ist zwar spektakulär, hat aber zum Glück nur Sachschaden angerichtet. Dank dem schnellen Einsatz von Beruf und Milizfeuerwehr und der Tatsache, dass das Gebäude leer gestanden ist niemand verletzt worden. Die Brandursache wird noch untersucht, Hinweise auf Brandstiftung gibt es aber bis jetzt keine. Und solange die Untersuchungsergebnisse nicht vorliegen, bleibt unklar, ob Fahrlässigkeit, technische Defekte oder Vorsatz hinter den Feuer stehen. Klar ist aber, dass die Brände das Bewusstsein für Brandschutz in historischen Bauten und Baustellen verschärft haben. Und nicht zuletzt erinnert es uns auch daran, wie wichtig der Schutz von Kulturgütern und die Arbeit von Rettungskräften ist. Ja. Sehr schön. Für da hat sich jetzt gelohnt, oder? With juicy ass cheeks. Ach, come on. Aber ich suche mir jetzt einfach irgendeinen Bullshit zusammen. Ich würde es gerne effizienter gestalten. Dass man den Teil einfach wieder rausschneidet, weil er ist nicht im Skript und ich habe keinen Bock da noch zu machen. Ich bin stolzer Besitzer von M-Budget Druckerpapier. Dort wenn ich eins drin habe, Rettungswagen. Ich hätte es richtig gesagt. Fuck yeah, man! First take! By the power of the Dicosaurus.